Okay. Das ist der Anfang vom ersten Kettenfilm Kredit 1. Und Luca und ich haben versucht, so einfach mal in ein Männercafé zu gehen, ein türkisches Männercafé. Und war nicht ganz so einfach, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Wie man sieht, stehen wir wieder draußen mit der Kamera und konnten drinnen nicht filmen, aber es war ganz interessant. Wir haben einen Becks getrunken und ich habe einen Joghurt getrunken, einen Ayran. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten und das Café gibt es schon seit 30 Jahren. Man sieht es hier hinter mir. Und es ist wie eine Familie. Die Leute kommen dahin, um Fußball zu gucken, Karten zu spielen. Das haben wir alles erfahren. Und viel mehr haben wir leider nicht in Erfahrung bringen können. Die Leute wollten spielen, sie wollten trinken, sie wollten in Ruhe gelassen werden. Aber es war ganz interessant, oder Luca? Was meinst du? Ja, total. Was ist dein Resümee? Ja, wirklich eine besondere Erfahrung, total. Und was ist, ja, ist etwas, das ich kenne mich ganz so, ich bin nicht so, wie sagt man, sie so überraschend. Ist ganz, ja, es kann passieren. Das ist seine Heimat und seine Ort. Aber ich würde gerne eine panoramische Momente über die vor die Schluss, okay? Okay, mach mal, beweg dich mal. Sono appena tornato a casa con questa telecamera e mia zia mi ha detto che un'amica si è spenta adesso. Non lo so. È orribile. Adesso già cassetta, dai. Here, on, I have something. sputtare I have something to show you. He had so many. Oh my God! Oh my! Oh! Oh, I forgot to tie the knot. Hold on. Okay, now. Oh my! Okay. These are my friends! These are my friends! No, wait. Close to? Wow! Okay, hold on. Okay. Okay. Now I have to do the second one. Tie a knot. I haven't done this in a long time. Oh shit. Okay. Oh. Oh, tutti e due. Oh! Okay, das ist Aufgabe Nummer 3. Das ist Berlin Mitte. Wir sind ganz in die Mitte von der Stadt, 5 Minuten von die neuen Hauptbahnhof. Und das ist eine von meinen Lieblingsorten in Berlin. Das ist eine Beach-Volleyball-Halle. Und okay, das ist ganz lustig jetzt. Im Moment ist schon Herbst, so alles ist vorbei für diese Jahre. Aber was ist ganz interessant ist, darunter, die Ende von dieser Halle, ist die Berlin Mauer.
And in the background you can see Alexander Tower and a huge amount of beach volley fields. This is the biggest place in Europe, so they are German. They want to do everything in a really amazing and huge way. There's something like 60 fields, so in the middle of Brandenburg. Ridiculous. And ridiculous also was how big the wall were behind this. And here there is a small beach bar that is not so useful for party and so on because it's always cold in Berlin. But okay, this is nice, funny place during the summer. So the east side is on the left side and the west side on the right. So this is, after 15 years, a recycling way for the Berlin Wall, just to keep the ball in the right place. Zelanda, imparo la tromba. La tromba? La tromba. Cosa vuoi imparare la tromba? La tromba perché è bella la tromba. Certo, facciamo questo dialogo assurdo. Cosa è bella la tromba? In Nuova Zelanda fa cagare. No, la tromba c'ha un bellissimo violoncello. La violoncello fa cagare. Ma va, La tromba c'ha un suono, poi ci puoi mettere quelle sordine da quello è parte, bellissimo. che ti fai cioè, che strumenti hai fatto cosa per Ma vuoi mettere con un violoncello? Strumenti a fiato di guarda, flauto traverso non è mai schifoso. Non mi piacciono i fiati, Cioè, i fiati mi fanno cagare, salvo solo il flauto traverso. È un parere personale. No, ma la tromba, cioè no, il sassofono non mi piace. Uno già mi La tromba, dai. Andiamo a vedere le cose pornografiche. Sie macht ziemlich viel in diesem erotischen Kunstmarkt, sage ich mal, vom heimischen Auge bis das lesbische Auge, das schwule Auge. Sie ist sehr, sehr viel macht sie in dem Bereich. Und sie sagt, weil sie ist schon sehr, sehr häufig vorgeladen worden, hat sehr, sehr häufig irgendwelche Anzeigen dann gehabt. Und sie ist bis jetzt mit, ich glaube, 3 Ausnahmen immer ziemlich schnell wieder weggekommen dann vom Gericht sozusagen, weil sie sagt, im Buchbereich hat man 2 Argumente. Entweder sagt man, es ist Kunst oder es ist Aufklärung. Und wir hatten dann vor 6 Jahren jetzt einen Ratgeber gemacht, einen lesbischen Sexratgeber, Schöner Kommen. So heißt das Buch. Das ist das erfolgreichste Buch, das wir im Programm haben. Wir haben das Ding inzwischen 18.000 Mal gekauft. Und dann gab es einmal eine Androhung aus Bayern. Deswegen. Ja. Von wegen Jugendgefährdung und Pornografie und überhaupt. Ne? Ein einziges Mal. Und das ist dann, da haben wir ausnahmsweise auch Fotos drin. Das ist halt letztendlich mit diesem Argument, wenn animieren, Leute animieren, dass sie das nachmachen. Klar, das ist ein Ratgeber. Das heißt, Benissimo, entra qua benissimo. Ciao, vado a casa. Quello che è successo fino adesso è che lui viene a casa mia e poi per un motivo o per un altro praticamente ci incrostiamo a casa mia. E allora domani invece abbiamo deciso che ci vediamo fuori, in modo tale che, diciamo, prima di incrostarci almeno facciamo qualcos'altro e quindi si va al concerto, capito? Huge amount of money. I mean, actually, yes, you can make the cure against the baldness. I mean, that will work. That will work. I think at worst we open a fitness center and make the bodyguard. Okay, we have to make also the fitness center of Fabio. Exactly. Yeah, I mean, don't forget that. Ieri la cosa di Fabio, no? È arrivato Tiziano che dice che Fabio cos'era, se mi fa presente anche te. Il nuovo business è aprire un centro di dimagrimento, un centro di salute. Il business è lo sta facendo da 20 anni. It comes from the fact that I used a system to begin with, which had synapses, which I gratefully have binary strings, which I took as 1 or 0 at the time. And there is a certain amount of evidence for the binary behavior of synapses in the work of Wang on the one end and Nickel on the other. But that's where I got it from.
if you look at activity patterns in neurobiology, you have to look for this kind of thing and see whether it's there or not. And the important point here is that you can now see how you can do such a thing. If you can just manage to have a system which does have a correctness pattern, it doesn't have to be exactly this one. There should be ways of then adjusting yourself depending on whether you meet that correctness criteria or not. And this was just a simple one. This came about from those binary synapses. It's an example of a dynamical system in biology where you have another way of doing it, but now you see at least in principle there's a way you can understand how it works. Quello di avere un casino di informazioni, tu filmi, vedi la vibrazione, bene, poi cosa? È una membrana che ha due modi, che ne ha tre, che ha solo due masse così, cioè non Insomma, sai. non lo puoi ricostruire il caricamento. Devi sapere come funziona, per sapere come funziona ci sono dei problemi a riuscire a filmare bene, a vedere. Quando tu hai la laringe tu hai una cosa che ti fa vedere esattamente il movimento delle membrane, così, che è così, e non è così, e non è così, ci sono un casino. Una cosa grande così, che va a 10.000 Hz, non hai le telecamere e non puoi infilare queste cosine per avere un'idea precisa di come vibra, perché per fare un modello devi avere un'idea precisa. Quante masse metto? 3, 4, 5, 2, 1? Non riesco a manipolare. Biochimico, cioè, certe cose non ci arrivi, però con una laringe la puoi vedere. Il profilo è fantastico. Il viaggio della Il speranza. profilo è fantastico. No, scusa, voglio vedere la camminata comunque. È anche un po' sexy perché devi farti aiutare. C'è una signora che deve passare. Falla passare? Ok. No, Ma c'hai un'altra Caputo lì dentro. Torna indietro adesso. C'è il Caputo di riserva. Scusa? Ha il Caputo di riserva dentro. È tipo Matrioska. Ci sono tanti Caputo dentro. Ma guarda ma come fai a essere così enorme? Ma cosa c'hai messo dentro quello zaino? Ma sei un corriere della droga. Sì, in realtà sì, perché Ma non un sacco puoi di portare una medicine. valigia con le Di rotelle? medicine. Ma- Perché lo zaino in realtà è più comodo secondo me, cioè è più comodo. Per queste cose sarebbe più comodo magari la rotella, è vero, però per fare altri tipi di viaggi, tipo i tornei così, lo zaino mi piace di più. Molto. Gut. Dann brauchen wir das hier. So, Luca, hast du den Zündschlüssel? Okay. Okay, an. Achtung. Okay, machst du den Starter? Okay, Starter. Geht nicht, ne? Nee. Ok. Misha? Die Technologie, ganz große Problem. Ich habe schon Probleme mit Internet. Ein Motorrad, ich habe meinem Vater gesagt. Kein Motorrad. Und jetzt meine Opa will auch ein Auto mir geben. Das ist unmöglich, weil ich habe schon Probleme mit Fahrrad. Ich brauche ein Skateboard. Das würde toll, ein tolles Skateboard. Das ist ganz einfach, kann nicht passieren. Mein Fahrrad ist immer flach. Was ist mit dem Fahrrad? Ich würde von Skateboard direkt nach Teletransport. So, das ist mein Traum. Ist kein Internet mehr, kein Handy mehr, so direkt das Punkt. Zukunft ist Teletransport. Das ist klar. So, danach brauchen wir gar nicht mehr. Jetzt wir haben immer diese Mittelstufe. So, Handy ist eine Mittelstufe. Teletransport ist die Endpunkt, ist die Oberstufe 3. Ich habe schon Probleme zu rauben. Zu was? Rauben. Zu was? Du magst mit diese, du raubst. Ah, zu Schrauben. Schrauben. Ja, das ist. Na gut, aber heute. Erzähl noch ein bisschen über Teletransport.
Nee, Teletransport. So, ich habe dir gesagt, ich würde nie einen Teletransport machen. Aber, glaube ich, das ist unsere Punkt. Als Physiker, ich würde sagen, dass wir müssen alle unsere Energie in Teletransport wirklich stellen. Und danach ist es kein Problem mit. So, hast du Hunger, du gehst nach Italien. Ist kalt, du gehst nach Italien. Afrika. Auch Italien ist geht, fast Afrika, aber, und du willst arbeiten. Du willst etwas Schönes sehen, du gehst nach keine Ahnung, du gehst nach Italien. Paris. Immer Italien. Willst du arbeiten und viel mehr kriegen und so weiter und viel Geld, du gehst nach Norwegen zum Beispiel, sofort, in einer Sekunde. Und danach, es gibt keine Probleme zum Beispiel mit diese Environmental Stuff und schmutzige Zeit und so weiter. Das ist ganz einfach, aber okay. Toll, oder? Wie funktioniert das mit der Teleportation? Ja, jetzt kann nach 100 Jahren große Forschung über Teletransporte, jetzt sie können vielleicht eine Photone teletransportieren, aber ganz viel leichter. Es gibt eine kleine Szenario über ein Photon, das ist überhaupt gar nicht. Ja, keine Ahnung. Oh mein Gott. Ja, jetzt ist es Zeit zu Fußball zu spielen. Oh, das ist Zukunft. Fußballspieler. Ich würde sagen, ich weiß nicht, wie viele Leute aus Deutschland, aus Schweiz, aus Frankreich würden mich sehen in diesem Moment, aber wir sind Weltmeister. 2006 Weltmeister. Toll. Fußball. Die letzte Utopie! Fußball! Gut. Stopp. Ja, ich muss dir sagen, wie stoppiert. Auch du hast Probleme mit Technologie. Hier, guck mal. Ah, okay. Du hast nicht... Ja. Mein Gott. So schmutzig. Und normalerweise... Ich liebe schmutzige Sachen, aber... Oh mein Gott. Lass uns gehen. Ja. Quindi, Com'è l'Aufgabe? Aufgabe 1. Zusammen mit Ihrem Kreditgeber realisieren Sie dann Ihre ersten Videoaufnahmen. Quindi il tuo primo videoaufname deve essere realizzato insieme a me. Quindi noi dobbiamo ficcare dentro la tua cassetta e realizzare qualcosa sul momento insieme. Capito. Qualunque cosa. La cosa numero 2 invece è, o comunque un altro Aufgabe, è questo: come ti chiami, quanto sei, quanti anni hai, magari con te, insomma, facciamo una cosa. Cioè, diciamo che diamo qualcosa di matematico. E cosa fai di lavoro e che cosa è l'arte per te. Aia. Tipo l'arte è l'ultima utopia, quelle cose. Che da bacio perugino. E l'Aufgabe numero 3 invece è fare questo portrait di un luogo. Ah, poi c'è l'Aufgabe numero 4, che invece è che tu devi trovare qualcuno disposto a prendersi il credit e fare realizzare qualcosa insieme a te. Quindi la catena, altrimenti, il cerchio si chiude. Altrimenti muore. Vabbè. E vabbè, niente, molto semplice. Ok, quindi queste sono le Aufgaben. Hai capito? Ok. Bene. Ok. Cosa dell'interrogatorio mi piace. Allora, Luca, qua ci dobbiamo mettere d'accordo.
come, allora ci sono 4 domande fondamentali che io ti devo fare. Come te le devo fare? Non lo so, dipende come tu vedi me. Capito? È all'interno di questa visione che abbiamo in maniera diversa l'uno dell'altro. Potrei decidere di fartele come, non so, un'intervista a un calciatore, oppure come un interrogatorio di polizia, oppure Tu come ti sembra di vedermi? in 1000 modi e nessuno. Sì, vabbè, però tu preferiresti vedermi cioè una cosa onirica felliniana, un reportage suburbiano alla Pasolini? O una cosa, no, forse sì, una cosa onirica, un po' onirica felliniana, oppure una cosa totalmente da interrogatorio sudamericano. Cioè una cosa quindi molto violenta. Molto così. Cioè una cosa proprio iperrealista. Sì, ma non perché tu particolarmente, cioè non lo so. Ma così, perché il tuo sentimento in generale di fare delle domande in questa maniera diretta? No, perché penso che possa io ti funzionare ispiro? forse. Okay. No, penso che tu potresti essere comunque in grado. Quindi io ispiro in te questo sentimento di... Ma non proprio, però voglio dire, credo che potrebbe funzionare. No. Vabbè. Adesso ti ho messo in crisi. Vabbè, ma vediamo, ne proviamo, facciamo. No, proviamo, bisogna provare. Ciao. Wer ist das? Wer ist das? Entschuldigung? Entschuldigung? Entschuldigung, darf ich was fragen kurz? Zu mir? Ja? So. Ich muss das einfach wissen. Was willst du wissen? Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Ja, ich bin 30, fast. Okay, und wohnen Sie hier? Ja, ich muss gehen. Nein, bitte gehen Sie noch nicht. Bitte gehen Sie noch nicht. Wie heißen Sie? Ich heiße Luca. Luca, das ist aber ein schöner Name. Danke. Sie gehen jetzt rein. Darf ich kurz mitkommen? Nur kurz, bitte. Ja, natürlich, ganz kurz. Nur ganz kurz. Pass auf, Treppe. Ja, kein Problem. Aber ich muss noch etwas wissen. Was ist Ihr Beruf? Komm. Ich forsche. Was? Ich forsche. Nein. Was forschen Sie? Alle. Theoretische Dinge, physikalische Dinge, biologische Dinge. Biologische Dinge, also auch Menschen? Ja. Wie, also Sie könnten mich auch forschen. Ich hoffe. Wohnen Sie weit von hier? Ich wohne hier. Es ist ganz spät. Es ist nicht so spät. Noch eine Frage, Entschuldigung. Was ist Kunst für Sie? Kunst bin ich. Aber jetzt ist deine Zeit. Tschüss.